Hinter uns befinden sich nicht die Alpen, denn wir sind in Polen. Das ist ein Teil der Karpaten und wir machen uns auf den Weg zum Morskie Oko bzw. zum Meerauge. Der Hotspot hier im Süden Polens. Es ist hier nach dem Fischkompensum-Prinzip. Wenn man Tickets vorher schon fürs Parkplatz oder für den Parkplatz gekauft hat, bedeutet das nicht, dass man direkt beim ersten Parkplatz auch parken kann, sondern wenn der erste Parkplatz voll ist, muss man dementsprechend an den zweiten fahren. Der ist meines Erachtens 1,5 Kilometer weiter entfernt und der dritte 3,6. Also wir sind jetzt nicht so gut ausgestattet, so wie die. Die haben ja richtig Helm dabei und sehr gute Wanderschuhe. Wir haben halt sehr sportliche Schuhe mit. Wir haben unsere 360-Grad-Kamera mit und wir haben tatsächlich unser langen Stick mit. Da, ihr seht das. Und da wird es sicherlich coole Aufnahmen geben bis zu unserem Ziel. Also wir haben für den Parkplatz und den Eintritt 79 Sorte plus 2x11 Sorte Eintritt gezahlt. Ganz, ganz wichtig für euch, die gerne eine Drohne fliegen, lasst sie zu Hause. Es ist ein Nationalpark, ihr dürft hier nicht fliegen. Es ist verboten, deswegen haben wir unsere Drohne leider auch im Hotel gelassen. Wir sind nach Warschau geflogen. Und von dort aus haben wir einen Mietwagen genommen. Und der Weg hier ist halt bergauf. Das ist nicht so wie um die Alster, es ist halt bergauf. So, wir haben jetzt die Wahl, da lang zu gehen. Steinweg, 1 Stunde 10 Minuten. Oder wir gehen weiter in den Asphalt. Wohin? Sicher? Die Steine. Bist du dir sicher? Ich gehe da lang, okay? Und du da? Also wir haben jetzt nicht solche Wanderstöcke und Helme. Ja, zum Wandern oder Klettern oder was machen die damit? Die wandern. Nicht so wie wir. Die wandern. Aber ich habe ja sonst einen Stock. Also geht auf jeden Fall diesen Weg hier lang, weil landet ihr wieder hier. Und habt euch 20 Minuten gespart. Das ist 9,8 oder so. Let's go. Das sind 4,6. Da sind solche kleinen Abkürzungen hier. Die sind zwar ein bisschen anstrengender, aber ersparen euch ein paar Minuten. Muss man echt aufpassen. Also hier ist echt gefährlich. Wir haben jetzt nur noch knapp 2 Kilometer vor uns. Es ist sehr, sehr wechselhaft das Wetter. Das heißt, es ziehen jetzt gerade ein paar Wolken auf. Das heißt, es wird kälter. Nehmt euch unterschiedliche Klamotten mit. Also das ist der allererste Tipp, den man hier hat. Denn hier ziehen die Wolken auf. Schaut mal selber. So sind wir gestartet. Bei schönem Sonnenschein. Und hier ziehen jetzt die Wolken auf. Hier haben wir noch 600 Meter. Wir haben es geschafft. Easy war das, so ein Spaziergang. So zweimal um die Alster. Noch nicht mal. Haben wir locker geschafft. Also für diejenigen, die halt nicht so gerne wandern, ist das überhaupt gar kein Problem. Das war jetzt kein Wandern, das ist ja mehr Spazieren. So ihr Lieben, wir sind angekommen. Meerauge ist hier. Aber die ganze Strecke haben wir mit der 360-Grad-Kamera gefilmt. Das heißt, wenn ihr das Ganze mal so ein bisschen angucken wollt, wie der Weg hierhin ist, dann schaut euch gerne das 360 Grad. Wunderschöner Ausblick auf das Meerauge. 20 Kilometer Wanderung, Meeresauge bzw. Meerauge oder Morskie Oko. Ich bin kaputt. Also wir haben uns noch eine halbe Stunde hingelegt, haben uns fertig gemacht und jetzt gehen wir noch auf einen anderen Berg, aber da fahren wir hoch. Da waren wir nämlich vor 4 oder 5 Jahren schon mal. Gehen dann später nochmal in eine coole Therme, um da nochmal zu entspannen. Nehmt euch in diesem Vlog, wie gesagt, mit. Wenn die Leute hier ansatzweise an den Zebrastreifen gehen, dann musst du schon vorher anhalten, bevor sie schon auf dem Zebrastreifen sind. Also sonst kriegst du eine fette Strafe. Da sind wir auf knapp 1000 Metern. Da hinten, da waren wir nämlich vor knapp 4,5 Jahren und haben dort eines der ersten Hoteltouren gedreht. Denn ihr wisst ja, wir haben ja einen Zweitkanal. Das Hotel war tatsächlich eines der ersten. Und jetzt sind wir hier oben auf dem Berg. Goborówka heißt das Ganze. Man kann hier auch mit einem so einem Cable Car hochkommen. Ja.
Da bist du! 15 Worte pro Person pro Fahrt bezahlt. Was für ein Ausblick. Das war cool. Aber Laura ist noch nicht da. Wo ist Laura? Da ist sie! Wenn das mal da sich löst, ne? Ja, 900 Meter hat die Bahn. Und dann fahrt ihr so automatisch wieder hoch. Ja, wie ein kleines Kind fühlt man sich. Das ist ganz cool. Es geht weiter, wir gehen jetzt zurück zu unserem Auto und fahren jetzt gleich zu den sogenannten Gorące Potoki. Das sind heiße Quellen. Kann man das so übersetzen? Also ihr müsst euch vorstellen, also heiße Thermen, die dann von der Natur sozusagen beheizt werden. So, wir sind jetzt angekommen auf dem Parkplatz. Hier könnt ihr kostenlos parken und da ist das ganze Gorące Potok. Seht ihr das? Gorące Potok, so wird es gelesen. Wir gehen jetzt rein ab 18 bis 22 Uhr. Kann man für 69 Worte das Ganze dann dort genießen. An der Stelle würde ich sagen, dass wir uns morgen sehen, denn das wird ein Vlog fürs ganze Wochenende in Zakopane. So, guten Morgen an Tag 2 an unserem Wochenendtrip nach Zakopane. Hinter uns seht ihr übrigens unser Apartment-Hotel. Wir gehen wieder wandern. Ja, wandern aber auf einem anderen Berg. Aber wir fahren mit der Seilbahn hoch und dann runter. Das ist ein bisschen einfacher, weil ich habe echt keine Kraft mehr. Da oben hin geht's. Hier gibt's noch süße Beeren. Da. Aber gibt es so Küsse. Also ich habe eine kurze Hose und einen Pullover. Also mehr habe ich. So, wir sind jetzt hier hochgeklettert innerhalb von 20 Minuten. Also genau, 3 Stunden brauchen wir runter. Ja, nee, das machen wir nicht. Aber da müssen wir dann runter, den kompletten Weg. Wir sind wie gesagt mit der Seilbahn hochgefahren und haben 125 Worte pro Person gezahlt für One-Way. 149 würde es kosten für hin und zurück. Ja, und wir sind jetzt hier gerade auf 2000 Metern. Es ist sehr, sehr frisch. Nehmt euch auf jeden Fall Kleidung mit, die ihr dann ausziehen könnt, weil es wärmer sein sollte. Aber jetzt ist es auf jeden Fall sehr, sehr kalt. Also runtergehen wird eine Herausforderung. Das geht sowas von in die Knie. Aber schön hier. Aber Wolken ziehen auf. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Sandweg. Aber wir hoffen, dass das so bleibt. Weil das war richtig anstrengend gerade. Auch das Runtergehen. Wie gesagt, es soll hier Bären geben. Wir hoffen mal, dass wir die nicht sehen. Den ersten Part haben wir erreicht. Unsere North Face Sachen halten einiges aus. Also North Face, ne? Wenn ihr uns sponsern wollt, dann schreibt uns. Gut, dass wir solche Sachen haben, die uns warm halten und auch vor Regen schützen. Denn es hat angefangen zu regnen. So ein bisschen zumindest. Wir sind jetzt hier an der ersten Station, wo man wahrscheinlich auch auf Toilette gehen kann. Ja. Ich glaube, die Wege bessern sich. Jetzt kann man spazieren gehen. Das war ja Hölle hier mit den Steinen. Also, dass hier so ein Aufstieg ist. Das war nicht geplant. Und es wird neblig, beziehungsweise die Wolken. Wir haben jetzt exakt noch eine Stunde vor uns. 3,2 Kilometer schaffen wir. Ich habe 2 Wege. Einmal nach links und nach rechts. Einmal den blauen Weg und einmal den gelben Weg. Wir wissen jetzt nicht, welcher besser ist. Können wir euch leider nicht sagen. Aber wir haben den gelben Weg genommen. Also ich sage euch ja, hier sind Bären. Ne? Und wenn ihr da so im Schatten da irgendwas seht, denkt ihr vom Weiten, was ist das? Und am Ende sind es Steine oder irgendwelche Wurzeln. Begegnet, dann sagt man hier Cześć, das ist das Hallo sozusagen auf Polnisch. Oder Dzień dobry, wer das gut aussprechen kann. Hast du einen Bären gefunden? Ne, keinen Bären. Kein Kuschelbär. Ja, wenn es regnet, dann ist es glatt hier, ne? Aber wir sind ja bestens ausgestattet mit unseren Schuhen. So, wir haben es immer weit. Da unten müssen wir hin. Und jetzt stell dir mal vor, du bist alleine hier, im Dunkeln. Du musst hier lang. Dann brauchst du einen Taschenlampe. Hast du den Bären schon gesehen? Ja, ich habe schon Bären gesehen. Wo? In meinem Magen, denn ich habe Bärenhunger. Oh, brother, this guy stinks! Der letzte Part, glaube ich. Aber wir gehen gleich danach irgendwas essen. Das ist typisch polnisches. Żurek zum Beispiel gibt es. Das ist schon eine coole Suppe, die es hier gibt. So, wir sind jetzt hier am letzten Stück. Die letzten hunderte Meter, ich glaube 900 Meter haben wir noch bis zur Gondel. Und dann sind wir endlich da. Wir haben es geschafft. Wir sind unten im Tal. Wir gehen jetzt zum Hotel, dann fängt an zu regnen. Wir sind wieder zurück vom Essen. Wir waren typisch polnisch essen, sind noch über den Hauptweg gegangen oder die Hauptstraße sind wir noch gegangen. Jetzt gehen wir bei uns im Hotel in den Spa-Bereich bzw. in die Sauna und lassen den Abend so ein bisschen ausklingen. War ein cooles Wochenende in Zakopane, empfehlen wir euch. Zakopane ist nicht nur im Sommer cool, auch im Winter können wir das empfehlen. Da waren wir nämlich auch schon mal. Und da kannst du hier Skifahren, also auch Snowboarden. Gibt es viele, viele Pisten, die man hier fahren kann. Fürs ganze Jahr perfekt hierher zu kommen, ob im Sommer, im Wandern oder im Winter.
zum Ski. Wenn euch Zakopane interessiert und ihr mehr Informationen haben wollt und ihr irgendwie fragt, hey, wie ist es hier so, dann fragt uns gerne, weil wir waren hier schon des Öfteren und wissen so einige Stellen, die wir empfehlen können, deswegen fragt uns gerne. Unser Wochenende geht in die Verlängerung. Wir sind aus Zakopane Richtung Auschwitz gefahren. Also ich glaube, jeder von euch sollte einmal herkommen. Wir haben 2 Stunden Zeit, weil wir um 18 Uhr das Auto abgeben müssen. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Positiv bleiben. Wir gucken uns das Ganze hier an. Eine geile Tour. 120 Euro haben wir pro Person gezahlt. Du warst schon mal hier? Ich noch nicht. Aber es hat sich vieles geändert, seitdem ich das letzte Mal hier war. Es ist viel weiter ausgebaut, es gibt viel mehr Touren. Es ist voll. Bucht die Tickets mindestens irgendwie einen Monat vorher. Ja. Also es ist unglaublich voll. Wir gucken uns das Ganze mal an. Mal gucken, wie das ist. Ich glaube, jeder sollte das hier mal einmal erlebt haben. Ja, ansonsten, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dieser Wochenendvlog hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.